In der Bar im La Posada in Higuera auf dem Jakobsweg Camino de Levante laufen um 7 Uhr die Nachrichten. Gestern ist auf La Palma ein Vulkan ausgebrochen. Seit meinem Start vor 8 Tagen in Valencia habe ich keine Nachrichten mehr verfolgt. Meistens esse ich zum Frühstück Tostada mit Marmelade, aber heute wähle ich eine Tostada con Tomate. Als ich losziehe, ist es noch dunkel. Kurz noch ein Blick hinauf zur Ermita de Santa Barbara, von der ich gestern einen schönen Blick über die La Mancha hatte. Der Wirt fragte mich beim Bezahlen, ob ich Christoph sei. Der Franzose hat also auch im La Posada übernachtet. Der Camino de Santiago de Levante ist ein 820 Kilometer langer spanischer Jakobsweg von Valencia am Mittelmeer nach Zamora nahe der portugiesischen Grenze. Von Zamora kann man über die Via de la Plata und den Camino Frances oder den Camino San Andrés nach Santiago de Compostela laufen. Die heutige 9. Etappe bringt mich in 28 Kilometern von Niteruela nach Chinchilla de Monte Aragon. Higuera ist ein kleiner Ort mit 2300 Einwohnern und ich bin bald außerhalb des Ortes. Auf der halben Strecke werde ich den Ort Olla Gonzalo passieren. Dort sollte ich etwas zu essen finden. Gestern am Sonntag war der Laden Higuera geschlossen und ich habe nur noch einen Notvorrat an Müsli-Riegeln. Es ist heute Morgen mit 11 Grad noch recht frisch, es wird ein sonniger und nicht so heißer Tag. Nach den gestrigen 11 Kilometern entlang einer Asphaltstraße schmerzt mein linker Fußrücken. Heute verläuft der Jakobsweg aber fast ausschließlich auf Feldwegen. Hier sehe ich zum ersten Mal dieses schöne Pflänzchen. Meine Bestimmungs-App sagt, es seien Herbstzeitlosen. Um 9 Uhr bin ich an dem kleinen Weiler Onces Preyos. Hier hätte ich rechts abbiegen sollen, aber ich laufe versehentlich links an den Häusern vorbei. Bei dieser nagelneuen Wiegeplattform bemerke ich mein Versehen, was hier wohl gewogen wird. Ich gehe durch den Weiler zurück auf den Jakobsweg. Die Häuser liegen wunderschön in der morgendlichen Sonne. Dieser kleine Umweg hat sich sehr gelohnt. Manchmal ist es ganz gut, sich zu verirren. Trotz den angenehmen Temperaturen läuft es sich heute Morgen nicht so gut wie gestern. Ich bin etwas erschöpft und freue mich auf die Pause im nächsten Ort.
Bald komme ich nach Hoya Gonzalo. Es gibt hier eine Gemeindeherberge mit 8 Schlafplätzen. Schon von hier höre ich, wie ein fahrender Gemüsehändler seine Ware anpreist. Hoya Gonzalo ist bekannt für seine Chozos, das sind Steinhütten, die als Viehställe oder als Schutz für Hirten genutzt wurden. An der Plaza Iglesia steht die Renaissancekirche Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Anscheinend wurde direkt an die Kirche ein Wohngebäude angebaut, das hilft Baukosten sparen. Vor der Bar Marin gönne ich mir ein etwas schwach gebackenes Käsebocadillo mit Olivenöl, das gibt wieder neue Kräfte. Dabei werde ich von den Gemüsehändlern unterhalten. Inzwischen müsste wohl jeder in diesem 670 Seelenort mitbekommen haben, dass die Gemüsehändler unterwegs sind. Weiter geht es an Mandelbäumen vorbei. Ein Bauer schüttelt die Früchte von den Bäumen. An einer Scheune steht eine große Maschine. Ich vermute, dass hier die Mandelschalen aufgebrochen werden. Ich frage, ob ich hier filmen darf, aber was hier verarbeitet wird, sieht aus wie Pfefferkörner. Ich frage einen Arbeiter, aber nein, sagt er, das ist Bersa, also Kohl. Ich probiere ein Körnchen. Es ist steinhart und geschmacklos. Kann es sein, dass hier Kohlsamen gereinigt wird? Ich habe auf dem gesamten Camino de Levante noch keinen Kohl gesehen. Jedenfalls scheint es nichts Illegales zu sein, denn andernfalls hätten sie mich nicht filmen lassen. Nach einem schönen kleinen Wäldchen mit Kiefern und Steineichen zieht sich der Camino de Levante endlos durch abgeerntete Felder. Unter dem blauen Himmel mit den kleinen Wölkchen läuft es sich sehr schön auf den trockenen, lehmigen Wegen. Um 1:30 mache ich eine Trinkpause im Schatten einer Kiefer. Ich konnte gestern keinen Orangensaft kaufen, aber das Leitungswasser aus Higuera schmeckt vorzüglich. Überhaupt ist das Leitungswasser auf diesem Jakobsweg nur selten geklort. Am Horizont fliegen 2 Düsenjäger ihre Runden. Nördlich von hier befindet sich in der Nähe ein großes Militärgebiet. Ich bleibe noch eine halbe Stunde sitzen und betrachte die Wolken. Warum auch nicht, ich habe keine Eile.
Gegen 3 Uhr wird es dann doch wieder heiß. Der Weg schlängelt sich weiter unendlich Richtung Westen. Das Trinkwasser wird knapp und ich hole meinen Sonnenschirm aus dem Rucksack. Bis nach Chinchilla de Monte Aragon sind es nur 8 Kilometer. Die letzten Meter vor dem Ziel begleitet mich eine Autobahn. Vor Chinchilla ist noch eine kleine Steigung zu überwinden. In Chinchilla gibt es keine Pilgerherberge, aber 2 günstige Pensionen hier an der Landstraße. Die Stadt selbst befindet sich rechts am Berg. Oberhalb der Stadt thront eine alte maurische Burg. Ich hoffe, ich habe heute Abend wieder genug Elan, um da hochzusteigen. Im Hostal El Peñón gibt es Zimmer mit Bad für 25 € und ohne Bad ab 15 €. Das Zimmer ist klein, aber ausreichend. Der Besitzer sagt, die Zimmer werden nach und nach renoviert und mit Bad ausgestattet. Auch das kleine Gemeinschaftsbad ist sauber, man kann sich eigentlich die 10 € für das eigene Bad sparen, man ist ja schließlich Pilger. Direkt hinter dem El Peñón befindet sich die zweite günstige Pension, das Hostal El Volante, ebenfalls mit Zimmern ab 15 €. Um 5:30 macht der Supermarkt in der Nähe des Hostals auf. Ich kaufe Wegverpflegung für morgen und für heute Abend zum Abendessen Kekse und eine Dose Eis. Anschließend gehe ich hoch in die Stadt. Christoph kommt mir entgegen, wir grüßen. Er hat die Stadtbesichtigung wohl schon abgehakt. Ich kann mit meinen geschundenen Füßen kaum laufen und er springt mit seinen 73 Jahren den Berg hinunter wie ein junges Reh. Chinchilla mit seinen engen Gassen und einigen Herrenhäusern im Mudéjar-Stil begeistert mich. An der Plaza de la Mancha steht die Iglesia Parroquial de Santa María del Salvador mit seiner Renaissance-Fassade, gotischem Portal und barockem Inneren, das später neoklassizistisch umgebaut wurde. Neben der Kirche befinden sich das Rathaus aus dem 16. Jahrhundert und gegenüber ein Glockenturm aus dem 19. Jahrhundert. In die Felsen sind alte Behausungen mit Rauchabzug angehauen, von denen einige renoviert wurden und wieder bewohnt sind. Hoch über der Stadt wacht die alte maurische Burg. Sie wurde im 15. Jahrhundert wieder aufgebaut und diente 300 Jahre als Gefängnis und als Kaserne. Von hier oben hat man einen überwältigenden Rundblick über die La Mancha. Ich sitze noch lange an der Burg und schaue der Sonne beim Untergehen zu.